Hast du ein Problem oder was? Leg dich nicht mit den Holzes an. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mal wieder auf W50, auf den internationalen Server 50. Dort waren wir schon lange nicht mehr, aber es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfreulich sind für die Holzfällerhütte. Und zwar haben wir einen Zugang wieder bekommen, den wir schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Gilde hatten. Er ist wieder da. Er ist einer der Gründer der Holzfällerhütte. Es ist the one and only Paul Terra. Ja, tobenden Applaus hier einmal bitte an der Stelle. Ja, der Paul ist wieder da und er ist wieder bei den Holzfällern. Und das freut mich und natürlich auch sehr viele andere aus der Gilde natürlich sehr. Er hat wieder angefangen, aktiv mitzuspielen auf W50, hatte dann noch eine Zeit lang gewartet, bis wir dann den Platz freiräumen konnten. Und ja, ein, zwei Leute haben dann auch wieder aufgehört, sind woanders hingewechselt. Es kommt immer mal wieder vor, so, ne, dass das passiert. Aber wir haben natürlich auch noch eine Warteliste, wo halt eben auch unter anderem der Paul drauf ist. Die hat sich jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, verdünnt, aber falls ihr eventuell noch Interesse habt, auf W50 in einer starken Gilde zu spielen, ja, wir sind weiterhin hier sehr stabil auf Platz 4 und ja, sind eigentlich immer dabei, stetig und ständig aufzustreben. Und jetzt haben wir natürlich nochmal eine starke Begleitschaft mit Paul hier dazu bekommen. Ne? Also falls ihr Lust und Interesse habt auf eine langfristige ja, Gilde, die jetzt nicht den Hardcore-Pay-to-Win-Style hat, sondern wirklich 320 Alu, 50er Mount ist vollkommen okay. Mehr müsst ihr gar nicht machen, außer bei natürlich den Kämpfen immer mit dabei sein und so weiter und so fort. Ne? Dann schreibt mir sehr gerne auf W50 und dann kann ich euch auch auf die Warteliste packen. Ne? Wir haben hier zum Beispiel wieder einen Kandidaten. Es ist immer sehr schwer, sich von den Leuten zu trennen. Haben ihnen schon den ein oder anderen Try gegeben, aber so langsam müssen wir auf jeden Fall dann auch Abschied nehmen. Deswegen rutscht bald auch wieder der nächste nach hier in der Liste. Und ja, aber wie gesagt, ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn die Leute schon von Anfang an so dabei sind, will man sich immer nicht so richtig trennen, aber ist natürlich auch unfair den anderen Spielern gegenüber, wenn wir hier so jemanden noch weiter in der Gilde haben, denn ne, das zieht ja dann auch die anderen Leute so ein bisschen runter, deswegen müssen wir da auf jeden Fall für frischen Wind schaffen. Auf jeden Fall, der Paul, der hatte ja damals aufgehört. Da war er in der Dungeon-Pause. Der Paul hatte ja Dungeon-Pause gespielt und spielt die auch immer noch. Die längste Dungeon-Pause der Welt. Ja, ein Jahr oder ich weiß nicht, 1,5 Jahre irgendwie AFK dazwischen gewesen. Macht jetzt weiter, ist immer noch in der DP. Wird diese wahrscheinlich so, weiß ich nicht, wann er die auflösen wird, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht so kurz vor 500, ich weiß es nicht, werden wir sehen. Bin sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Und ich hatte ja damals nicht die DP gespielt, ich hatte ja meine Dungeons durchgepusht gehabt. Der Paul hatte ja unter den gleichen Bedingungen, unter den gleichen Sponsoring und so, und circa den gleichen Ausgaben hatten wir ja damals ja, DP gegen Nicht-DP und wir haben die beiden Klassen, ne, sind gleichermaßen gesponsert, sag ich mal, und ja, haben relativ das gleiche Geld auch zusätzlich in das Game gepumpt auf diesem Server. Und deswegen war es ein cooler Versuch gewesen, auf jeden Fall zu gucken, okay, wie wirkt sich das Ganze aus? Wir haben ja jetzt anhand von W50 gesehen, was hier möglich ist, wenn Leute halt eine Dungeon-Pause spielen, gegen Leute, die halt eben keine Dungeon-Pause spielen. Und da haben wir definitiv einen krassen Levelunterschied feststellen können. Ihr seht ja bereits, ich bin hier einer der etwas niedrigeren in meinem Levelbereich im Vergleich zu den anderen Leuten, die hier in der Ehrenhalle umhergurken. Und das kommt halt eben natürlich daher, weil ich halt eben mich bewusst gegen eine Dungeon-Pause entschieden habe. Aber man sieht halt eben, dass das halt, ja,
auf lange Sicht gesehen natürlich besser ist, eine Dungeon-Pause zu spielen, denn hier sieht man natürlich anhand der Level, was dadurch möglich ist. Ich weiß noch zum Beispiel, Zombie hatte keine gespielt gehabt, hat natürlich auch abseits davon sehr viel Geld in das Game gepumpt, hat deswegen natürlich auch dementsprechend starken Account, ist aber her vom Level auch nicht der höchste. Genauso wie damals Pikachu. Die beiden Spieler haben ja zusammen auch viel gezockt, beziehungsweise eine Festungspartnerschaft und damit halt eben auch extrem krasse Dinge damit einhergehend verursacht. Aber ja, man sieht halt eben im Vergleich zu den anderen Leuten, sind sie halt ebenso wie ich auch ein bisschen weiter behind vom Level her. Ne? Dazu muss ich sagen, dass ich nicht ganz so hart durchgeprescht habe wie zum Beispiel ein Zombie, was die Dungeons angeht, denn ich habe ja, zwischendurch immer mal wieder eine kleine Mini-DP gespielt, wo ich halt eben, ja, ich sag mal, ein paar Monate lang keine Dungeons gelegt habe, sondern mir die nur aufgehoben habe für spezielle Anlässe, wenn ich halt gerade mal ein Video zufälligerweise aufnehme und so weiter. Und da das nicht allzu oft vorkam, ihr könnt ja sehen, wie oft ich von W50 berichte, ist eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Ja, ist dementsprechend auch in der Zeit auch kein einziger Dungeon gefallen. Ne, das hatte ich mir halt dann immer extra für die Videos aufgehoben. Alles ist hier so eigentlich dokumentiert von W50, so großartig an Fortschritt. Und deswegen ja, wollte ich damit auf jeden Fall auch so weitermachen. Jetzt geht hier natürlich nichts mehr. Und dadurch ist es halt zustande gekommen, dass ich so eine kleine Mini-Dungeon-Pause hier auch gespielt habe auf den Account. Und jetzt hier kurz vor Stufe 550 bin, was natürlich auch ein schöner Meilenstein ist auf jeden Fall. Und ja, durch diese Pause, die jetzt Paul hier auch gemacht hatte, ne, wird er natürlich auch nicht mehr an dieses Ergebnis von damals rankommen. Das ist natürlich klar. Trotzdem hat er nach wie vor einen sehr gut gespielten Account, nur hat sich das Ganze halt eben ein Jährchen nach hinten verschoben, sage ich mal so, wie es ist. Ne? Aber das wird definitiv in Zukunft auch bestimmt auch ja, einiges aufholen können. Ich freue mich auf jeden Fall. Begrüße den Paul wieder zurück, da wo er hingehört, zu den Holzis. Ja, und ja, erinnere mich auf jeden Fall an die Anfangszeit hier auf dem Server. Das war eine sehr schöne Zeit gewesen und muss ich wirklich sagen, war schon echt cool. Wir haben damals den 24er gemacht, den 24-Stunden-Livestream auf YouTube, Only Shakes and Fidget. Hat bis heute, glaube ich, noch keiner nachgemacht. Ja, also ausschließlich nur Shakes and Fidget in den 24 Stunden, kein anderes Game. Das war zum 10.000 Abo-Special halt und das war halt in Kombination mit dem W50 Serverstart eine legendäre Zeit und damals live im Stream auch die 10.000 hier auf YouTube geknackt. Muss ich wirklich sagen, ja, gibt ein keiner mehr wieder die Zeit, aber nach wie vor haben wir hier ja auf W50 weiterhin noch eine sehr schöne Zeit und die wird definitiv auch noch ein bisschen anhalten, denke ich mal. Ne? Und ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wir haben neue Post hier auf jeden Fall. Also wir haben neue Events angekündigt für das folgende Wochenende, was uns erwartet. Da haben wir hier einmal Gold-Event, Hexentanz, Tag der tollkühnen Tiere und Tag der verlorenen Seelen. Die beiden Events hier für mich persönlich sehr ausschlaggebend. Ich bin sehr gespannt. Es ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir jetzt Gold-Event haben mit den Expeditionen zusammen in Kombination. Und da bin ich wirklich extrem gespannt, wie da auf jeden Fall das Potenzial bei den Expeditionen sein wird, was das Goldeinkommen angeht. Und deswegen, ja, werden wir abwarten. Ich werde auf jeden Fall euch berichten darüber. Und ja, ansonsten bin ich hier auch am Überlegen. Ich hatte hier ein paar Items, ihr seht es hier, noch vom Legendary Dungeon hier noch rumliegen. Hier auch noch mehr Items. Ich hatte überlegt, equippe ich die nicht? Soll ich mich neu equippen oder nicht? Aber dann habe ich mir so überlegt, ach eigentlich, vielleicht wartest du noch ein bisschen. Wegen den paar Stat-Punkten brauchst du dir jetzt vielleicht doch nicht so die Mühe machen, alles hier nochmal neu umzugestalten. Dann ja, vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten LD rennt die ja nicht weg. Es sind ja alles Stats, die man immer wieder sich besorgen kann. Und deswegen, ja, werde ich damit auch erstmal ein bisschen warten. Genau, so sieht das Ganze aus. Ja, ansonsten gehen natürlich Grüße raus an die komplette Holzfällerhütte. Ich war die letzten Tage, ich muss echt sagen, so den letzten Monat hatte ich wirklich kaum Zeit gehabt, irgendwie großartig ja, am Gildenchat oder sonst irgendwo auch leitungstechnisch zu partizipieren. Wirklich nur das Allernötigste, aber ja, ist manchmal so. Und trotzdem, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, dass wir hier noch weiterhin so eine feste Gemeinschaft
Mitgliedschaft sind auf dem Server hier und ja, definitiv eventuell sogar eines Tages vielleicht sogar noch Potenzial haben auf das Treppchen, denn so weit entfernt, ich meine, es war schon ganz schön, ist noch ganz schönes Stück, aber so weit entfernt sind wir gar nicht mehr vom Elevator her zumindest, von Platz 3, ist natürlich immer nicht ganz so ausschlaggebend, es kommt natürlich darauf an, wie hart wird gepilzt, aber die Holzfällerhütte ist jetzt auch nicht die allerkrasseste Gilde, die hart reinpilzt, deswegen fand ich es schon ganz gut, dass wir da erstmal uns auf Platz 4 spielen wir sowieso in unserer eigenen Liga hier im Vergleich zu Platz 5, aber auch eben zu Platz 3 haben wir noch einen großen Weg vor uns, ne? Aber Elevator technisch sehe ich uns da vielleicht eines Tages mal gucken, ne? Mal schauen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und der Zukunft zugewandt. Ja, ansonsten war es das soweit von mir erstmal. Kleinen Einblick wieder von W50, wollte ich euch mal drüber berichten, was hier so abgeht auf dem Server. Ansonsten bei mir, ja, ich halte mich so eigentlich immer so in den Top 30. Viel weiter sacke ich hier eigentlich nicht ab. Das ist eigentlich schon hier relativ weit unten. Ich glaube zum Beispiel gegen Sasek habe ich immer eine ganz gute Chance zu fighten. Da kann man jetzt definitiv ein paar Plätze gut machen, denke ich mal. Ne? Oh, haben wir Beutegold gleich eingeheimst. Können wir gleich für den Statpunkt nutzen hier. Ne? Und genau, da können wir hier nochmal ganz kurz nochmal die Arena-Kämpfe machen. So, zack, dann kämpfen wir uns gleich ein paar Plätze wieder hoch. Gucken, ob ich es gegen Pikachu schaffe. Ja, schaffe ich auch. Also Pikachu und Zombie auch mittlerweile gar nicht mehr so schwer zu besiegen. Ja, ist natürlich immer noch Lucky. Ne? Mozone ist immer noch sehr ein 50-50 Battle, sag ich mal so. Aber Pikachu und Zombie, die am Anfang halt den Serverstart hier komplett dominiert haben, die sind momentan in der Range, wo ich sage, okay, ja, ich sag mal so, vielleicht gewinne ich so 40-60. Also 40% habe ich Chance zu gewinnen, 60 Zombie momentan gerade. Ist immer so ein bisschen luckabhängig natürlich, wie oft blocke ich, wie oft haut er seine Combo raus. Stat-technisch komme ich da natürlich noch nicht ganz ran, obwohl es geht eigentlich, ist relativ ausgeglichen sogar. Ich habe 10k mehr Ausdauer, er hat ja, 14k mehr Stärke, also es ist okay, ist nicht so weit entfernt. Deswegen, ja, sind wir da relativ gut auf, ja, relativ gleich auf. Ne? Bei Mozone verwundert es mich immer wieder, dass er hier, ja, weiß ich nicht, meistens, also in der Vergangenheit, jetzt, ihr seht es ja, relativ häufig gewinnt, obwohl da ich derjenige bin, der stark führt, was so die Statpunkte angeht zumindest. Also zwar nicht Stärke, aber in Ausdauer habe ich deutlich mehr als der Mozone. Aber ist natürlich auch im Battle Stärke gegen Stärke und wer dann mehr Stärke hat, ist dann vielleicht auch stärker. Ja, weiß man nicht ganz genau. Deswegen ansonsten, so von den Stats her, würde ich sagen, bin ich noch vorne, aber kann sich natürlich auch alles drehen und ändern. Ne? Aber ansonsten, ja, ich freue mich sehr über diese Konstellation hier. Grün und Blau ist wieder am Start und bereit auf jeden Fall den Server hier weiterhin zu übernehmen. Das soll soweit gewesen sein für dieses Video. Vielleicht hat es euch gefallen. Falls ja, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier ja, einen Kommentar oder eine Bewertung da lasst. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Stream 18:30 Uhr auf Twitch. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Freue ich mich sehr, wenn ich euch da auch begrüßen darf und wünsche euch soweit noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.